Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo. Namaste, herzlich willkommen. In diesem Video reden wir über unsere Identität, wer ich in Wahrheit wirklich bin. Zu Beginn offeriere ich meinen Respekt zu meinem spirituellen Lehrer Jagadguru Siddha Swarupananda. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wer bin ich eigentlich? Woher komme ich? Wohin gehe ich einmal am Ende des Lebens? Was ist meine wahre Identität? Ist es überhaupt wichtig, sich eine solche Frage zu stellen? Die Antwort ist ja, es ist sehr wichtig sogar. Das Thema der Identität ist ein Thema, das alle wichtigen Konsequenzen für jeden Aspekt unseres Lebens hat. Es ist von zentraler Bedeutung für jede persönliche und soziale Frage wie, wo ich mein Glück suche, unseren Umgang mit anderen, unser Ziel des Lebens, Fortschritt, ja das gesamte Weltbild wird davon bestimmt, wie wir uns identifizieren. Im materiellen Lebenskonzept identifiziert sich eine Person mit ihrem Körper und Geist. Sie denkt, dass sie Materie ist und daher zum Schluss kommt, dass Glück in materiellen Dingen zu finden ist und dass das Ziel des Lebens die Vereinigung mit materieller Energie ist. Sie haben keine Kenntnisse vom Unterschied zwischen sich selbst und ihrem Körper. Diese fehlerhafte Schlussfolgerung führt zu sehr viel Leid auf persönlicher und sozialer Ebene. Wenn wir jemanden fragen, wer bist du? Bekommen wir sofort eine Liste von Antworten wie Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Religion und so weiter. Aber ist das wirklich, was ich bin? Wenn wir dies etwas genauer betrachten, sehen wir, dass wir all diese Dinge verändern können. Ich kann meinen Namen verändern, das Alter verändert sich von alleine, ich kann meine Nationalität verändern, ich kann meine Hautfarbe verändern heutzutage und ich kann von einer Religion in die nächste Religion wechseln. So offensichtlich ist das nicht mein wahres Selbst. Ich habe 3 Fragen an Sie. Existieren Sie in diesem Moment? Haben Sie vor 5 Jahren existiert? Sind Sie der Körper? Wenn Sie jetzt alle 3 Fragen mit Ja beantwortet haben, haben wir ein Problem. Der Körper, welchen Sie vor 5 Jahren hatten, existiert heute nicht mehr. Es gibt einen dynamischen Wechsel von Molekülen und Atomen, welche den Körper bilden. Nicht ein einziges Atom, welches vor 5 Jahren im Körper präsent war, ist heute immer noch anwesend. Der Körper, welchen ich heute besitze, ist nicht mehr derselbe wie der Körper, welchen ich vor 5 Jahren hatte. Es ist nicht so, dass sich mein Körper verändert hat, sondern der Körper, welchen ich vor 5 Jahren hatte, ist komplett verschwunden. Es ist wie bei einem Wasserfall. Wenn ich einen Wasserfall anschaue, sehe ich einen Wasserfall. Aber ich weiß, dass jeder Wassertropfen, welcher der Wasserfall vor 5 Minuten bildete, sind komplett verschwunden und durch neue Wassertropfen ersetzt worden. Das atomare Wissenschaftszentrum Oak Ridge hat bestätigt, dass 98% aller Atome in einem Jahr ausgetauscht werden. Die Forscher auf diesem Gebiet der Wissenschaft sind zur Schlussfolgerung gekommen, dass einen 100%igen Wechsel von Atomen alle 5 Jahre stattfindet. So, ich habe alle 5 Jahre einen neuen Körper.
Aber ich weiß, dass ich vor 5 Jahren existiert habe. Ich weiß, dass ich vor 10 Jahren existiert habe. Ich weiß, dass ich vor 15 Jahren existiert habe. Ich war immer die gleiche Person in einem sich ständig wechselnden Körper. So, die Antwort lautet: Nein, ich bin nicht der materielle Körper, sondern ich bin ein Lebewesen in einem Körper. Diese Aussage wird auch mit einem wunderschönen Vers in der Bhagavad Gita unterstützt, welchen ich euch jetzt vorlesen werde. Bhagavad Gita 2.20. Für das Lebewesen gibt es zu keiner Zeit Geburt oder Tod. Es ist nicht entstanden, es entsteht nicht und es wird nie entstehen. Es ist ungeboren, ewig, immerwährend und urerst. Es wird nicht getötet, wenn der Körper getötet wird. So, das ist Selbstrealisation. Wir realisieren das Selbst, wer wir wirklich sind. Ich bin ein ewiges, spirituelles Lebewesen, eine Seele, das Atma, in einem sich ständig verändernden und vergänglichen materiellen Körper. Das ist Selbstrealisation oder Erleuchtung. Mantra-Meditation ist eine wunderschöne und sehr einfache Art, welche zur Selbstrealisation führt. Und dass die Selbstrealisation auch zu unserer persönlichen Realität wird. Nun laden wir, meine Frau Balyandasi und ich, Sie herzlich ein, für einige Minuten diese wunderschönen Yoga-Mantras zu hören und vielleicht auch mitzusingen. Herzlichen Dank. Namaste. Haribol,